Hallo alle miteinander, hier ist euer Matze, diesmal nicht aus Sibirien. Ich bin auf der Dorfstraße in Richtung meiner Datscha in Baschkortostan. Ja, jetzt werden sich alle fragen, was ist denn passiert, was ist denn los? Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, die wir euch in den nächsten Videoschnipseln erzählen werden. Wir haben komplett die ganze Familie Sibirien, ihre Respublika Burjatien verlassen, sind zurückgekehrt nach Baschkortostan in unsere Heimatstadt Ufa und wir sind jetzt dabei, ein bisschen Ordnung zu schaffen, einige bürokratische Probleme zu lösen, die privater Natur sind. Hängt doch mit dem Tod unseres lieben Schwiegervaters zusammen, der vor etwa 3 Jahren gestorben ist. Und wenn das alles erledigt ist, dann kehren wir wieder zurück in Richtung Irkutsk nach Sibirien. Nach Burjatien nicht mehr, das ist erstmal Geschichte. Nach Burjatien kehre ich nur einmal zurück. Davon wird es auch ein Video geben oder mehrere Videos, wenn ich meinen Volga bei meinem guten Kumpel Sasch abhole und meinen Hund, meine gute Vesta. Die sind jetzt beide bei Sasch untergebracht und noch ein bisschen Hausrat im Volga. Und wie gesagt, dazu gibt es dann extra Videos, spezielle Videos, wo wir euch noch ein bisschen mehr erzählen, was los war. Ich kann da so viel sagen, es war alles spontan, es war nichts geplant. Es ging mir alles sehr schnell. Ich hatte nur 4 Wochen Zeit, das Haus auszuräumen, alles zurückzubauen, was irgendwie zurückzubauen ging. 80% dessen im Dorf verkauft, alles verkauft, der Hänger war brechevoll. So voll, dass ich es kaum geschafft habe, die Berge hochzufahren, die Serpentinen auf der Strecke Ulan-Ude, Irkutsk. Das war schon eine Hausnummer. Gut, dass ich ein Allrad habe und Getriebeuntersetzung. Ich bin mit Getriebeuntersetzung und ersten Gang die Steigungen 10% und 12% hochgeschlichen mit 2,5 km/h. Das war eigentlich fast schon eine Katastrophe. Das war ein Glück, dass ich den Hänger bei meinem guten Kumpel abstellen konnte. Und dann bin ich ohne Hänger praktisch dann die restlichen 3000 nach Hause gefahren. Was soll's, warum soll ich den Hänger mit nach Baschkirien schleppen, wenn wir dann sowieso zurückgehen Richtung Irkutsk. Aber jetzt haben wir noch 3,5 bis 4 Wochen zu tun, bis alles erledigt ist. Und ich fahre jetzt ja gerade in die Berge, weil unsere Datscha liegt in den Bergen im Südural. Das werde ich euch auch noch zeigen dann später. Und das war erstmal so eine Vorabinformation, warum der Wassertank verschwunden ist, die Frage in den Kommentaren. Und einige andere Sachen, die Anfragen in den Kommentaren, meine Heizungstechnik, kann ich euch alles nicht mehr zeigen. Es gibt das in den alten Videos, gibt es genug Erklärungen dazu. Da ist alles dokumentiert, was ich gemacht habe, was ich gebaut habe. Ja, leider großer Verlust, weil wir doch einen großen Teil zurücklassen mussten und das Haus ging zurück an Vaterstaat. Offiziell ist alles abgemeldet, gibt keine Schulden und die nächsten Wochen sind erstmal hier in Ufa sondieren, neue Pläne schmieden, alles absprechen in der neuen Heimat, Pläne machen, organisieren, nochmal Ölwechsel für das gute Auto. Ansonsten hat das Auto super gut durchgehalten, die 5000 Kilometer ohne großartige Probleme. Kann ich überhaupt nicht meckern. Das waren exakt 5234 Kilometer, die wir gefahren sind. Und ich sage wir, meine 4 Katzen, mit mir mit, im Auto geschlafen. Ja, ist eine Abenteuerreise gewesen, aber ich konnte nicht filmen nebenbei. Ich hatte wenig Zeit und auch viel Stress auf der Fahrt, weil ich hatte extrem schlechtes Wetter. Ich hatte Schneestürme auf ca. fast 1000 Kilometer und da bin ich langsam vorangekommen. Ich habe etwa gebraucht 10 Tage für die Strecke, reine Fahrzeit. So, dann bis später, bis zum nächsten Videoschnipsel, euer Matze aus Baschkortostan. Jetzt komme ich gleich an, ich hoffe man kann im Hintergrund die Berge sehen. Ich habe noch 4 Kilometer bis zu meinem Dörfchen, wo die Datscha ist. Und dann gibt es noch ein Videoschnipsel von der Datscha. So, die letzten Meter. Ich hoffe, man kann die Berge im Hintergrund erkennen. Ich versuche es mal für euch einzufangen.
links haben wir die Bahnstrecke. Unser Dörfchen hat auch einen Bahnanschluss, einen Bahnhof. Da fährt die Schnellbahn, die Elektritschka. Fährt von Ufa so etwa, was wird sein, 1,5 Stunden etwa. Weil es doch ein ganzes schönes Stück von Ufa entfernt ist. Aber es ist ganz gut so. Es liegt mitten in den Bergen, von Bergen umzingelt, von Wald umzingelt, rundum. Das passt schon. Sehr ruhige Gegend. Und ja, wenn wir Urlaub machen auf der Landschaft, genießen wir einfach die Ruhe. Die Bahnstrecke ist weit genug entfernt von uns. Wenn wir mit der Bahn fahren, müssen wir etwa eine 3/4 Stunde laufen vom Bahnhof bis zu unserem Häuschen. Unser Häuschen liegt direkt am Dorfrand, am Waldrand. Und jetzt habe ich es gleich geschafft. So, jetzt bin ich angekommen auf meinem Dörfchen. Leider ist es schon dunkel, weil die Zeit vergeht ja irgendwie rasend schnell. Ich hoffe, man kann trotzdem noch ein bisschen was erkennen. Straßenlicht leuchtet schon. Das ist die Nachbar vom Nachbar, die Garage. Ja, es sieht ein bisschen wild aus, weil wir über 1,5 Jahre nicht mehr hier waren. Das ist mein kleines Häuschen mit einer kleinen terrestrischen Antenne und dem Spiegel, Satellitenspiegel. Und da steht Agatha. Ja, und daneben haben wir noch eine kleine Scheune mit einem Holzschuppen. Das Nachbarhaus ist dann und noch eine Garage. Die ist aber von mir. So, da drüben ist ein neu gebautes Haus. Das war abgebrannt vor 3 Jahren. Sieht schon richtig super aus. Hat er richtig rangeklotzt, der Nachbar. Und jetzt versuche ich mal noch ein bisschen ranzugehen, weil ich bin schon auf dem Heimweg. Ich will jetzt abhauen. Zurück nach Hause, nach Ufa, damit ich um 9 Uhr abends nach Hause komme. Mal schauen, ob ich noch was einfangen kann für euch. Naja, wie gesagt, hier sieht es wild aus, alles zugewuchert. Das ist im Frühjahr dann oder im Sommerurlaub, wenn wir hier sind, unsere große Aufgabe, alles zu bereinigen. Da hinten steht unsere neue Banja. Hier liegt noch Baumaterial ganz viel rum, weil wir noch einen Anbau irgendwann machen. Ja, da hinten eine eingestürzte Banja gehört uns nicht, ist Nachbargrundstück. Geht uns nichts an. Ich wollte es schon beräumen, aber nein, wurde uns versagt. Aber im Frühjahr oder im Sommer werde ich doch ein bisschen aufräumen, den ganzen alten Mist rüberschmeißen aufs andere Grundstück. So, da oben ist unser Nachbar, der das Häuschen verkauft hat. Und da ist noch ein bisschen Nachbar. Ja, hier ist noch die Scheune. Klein und fein, etwa 3.500 Quadrat. Am Waldesrand, hinter dem Häuschen da hinten ist nichts mehr, da ist nur noch Wald, kilometerweise Wald. Und Süduralgebirge, mehr ist hier nicht. Ja, und jetzt packe ich zusammen und fahre nach Hause. Bis zum nächsten Mal, euer Matze aus Boschkotostan. So, da bin ich nochmal. Ich kann euch leider nur die nächtliche Straße zeigen, die Gebirgsstraßen, wo ich nach Hause fahre. Aber ich will versuchen, wenigstens im Vorrein eigentlich Kommentarfragen schon zu beantworten, bevor sie kommen. Warum habt ihr die Republik Kroatien verlassen, so spontan? Nun, in den letzten 3 Monaten des Arbeitslebens, hauptsächlich auf Seiten meiner Ehefrau, haben die Dinge herauskristallisiert, die für uns inakzeptabel waren. Absolut inakzeptabel. Es gab keine Möglichkeit, Differenzen irgendwie zu beseitigen. Von Seiten des Arbeitgebers meiner Frau war absolut kein Einlenken, nichts vorhanden, im Gegenteil. Dann die Bezahlung unserer beiden Arbeitsplätze war auch nicht unbedingt das, was man uns versprochen hatte am Anfang. Auf meiner Seite war es okay, es ging, auf Seiten meiner Frau war es unzufrieden. Es war einfach nicht ausreichend für das, was sie in ihrem Job geleistet hat. Wochenlang, monatelang, bis zu 12 Stunden gearbeitet und dann für den Lohn, nein. So dass wir den letzten Monat, den wir gelebt haben, gewohnt haben, die Notbremse ziehen mussten. Das ging einfach nicht mehr. Meine Frau ist mit den Kindern abgereist. Ich blieb zurück, 1 Monat noch. Und habe dann alles, was noch zu erledigen war, erledigt. Und
wird selber auch abgereist. Das ist für euch so die Information, die ich euch geben kann. Alle anderen Gründe sind privat.